For English subtitles, activate the subtitle button, please. Ja, Adamo? Du Stefan, ich habe gerade einen Herrn Müller am Apparat, der interessiert sich für einen Pinpipe. Haben wir da gerade was da? Einen Pinpipe will er. Nee, haben wir im Moment keine da. Wir haben aber große Pinstripe, große Pieboard. Ja, ich denke, da kriegen wir dem einen hingezüchtet. Nee, das schaffen wir. Sag's ihm halt, dass es vielleicht gleich ein wenig dauern kann, aber kriegen wir hin. Herr Müller? Ja, momentan haben wir keinen Pinpipe da, aber bald. Wir melden uns wieder. Ihr habt es gesehen, der Herr Müller will einen Pinpipe und natürlich brauchen wir Geld. Pinpipe kostet viel Geld. Wir müssen ja unsere Mitarbeiter hier bezahlen. Seit neuestem praktizieren wir hier Business on Demand. Deswegen werden wir jetzt einen Pinpipe kreieren, damit wir den Herrn Müller beliefern können. Und da wollten wir euch zeigen, wie wir das machen. Wir wollen einen Pinpipe. Also, was brauchen wir dazu? Folge 5, Kochstudio haben wir es gesehen. Wichtig, Kochlöffel. Noch wichtiger, schöner großer Topf. Und natürlich am allerwichtigsten, wir brauchen einen Pinstripe und ein Pieboard. Adamo, bitte ein Pin und ein Pipe. So, dann haben wir jetzt hier den Pinstripe, in dem Fall das Weibchen. Pieboard nehmen wir ein Männchen. Ob so rum oder andersrum ist eigentlich wurscht. Beide rein, Deckel zu und jetzt heißt es warten. Ja, man will es nicht glauben, aber es ist so, ich bin minimal gealtert, genau genommen ein halbes Jahr. Jetzt können wir hier mal vorsichtig ins Töpfchen schauen, wie weit wir sind. Ui, das sieht ganz gut aus. Da können wir sehen, das Ei hier ist schon angeritzt. Da drüben guckt schon ein wenig das Köpfchen raus. Ja, das ist perfekt. Adamo! Ruft den Herrn Müller an. Gut eine Woche hat er sein Pinpipe. Jetzt sind wir eine knappe Woche später. Die Babys dürften draußen sein und jetzt können wir uns anschauen, was wir hier haben. Da haben wir erstmal bloß einen normalen. Da haben wir einen hübschen Pinstripe. Da haben wir nochmal einen Pinstripe. Das hier ist wieder ein normales Tier. Und nochmal einen Pinstripe. Das ist jetzt natürlich ein Mist. Wir brauchen ja einen Pinpipe, Mensch. Adamo! Bring mal das Kochbuch mit dem Pinpipe-Rezept bitte. Okay. Ah, Mensch, Mist, klar. Adamo, ruf mal den Herrn Müller an, sag ihm, dass er sich jetzt noch gleich ein bisschen verzögert. Ja, wir müssen da einfach nochmal ran, da gibt's nichts. Ja, wir haben den Fehler gefunden. Das Problem ist, der Pieboard ist ja rezessiv, das heißt, er vererbt das Gen zwar weiter, aber rezessiv und deswegen können keine Pinstripe Pieboards rauskommen. Der Pinstripe ist dominant, das große Weibchen, wo wir hatten, ist dominant. Das heißt, die Hälfte der Babys waren Pinstripe. Das Gute ist jetzt, diese Babys sind jetzt Pinstripe hetero oder spalterbig für Pieboard. Das heißt, wir müssen einfach nur einen von den hübschen Pinstripe Babys großziehen und dann kann es weitergehen. Jetzt sind wir 1-2 Jahre später. Tollerweise sieht man mir das nicht an, dass 2 Jahre vergangen sind. Jetzt haben wir hier unseren ehemals Pinstripe Baby. Ein hübscher großer Kerl geworden. Und das Tolle ist, er ist jetzt spalterbig für Pieboard. Jetzt müssen wir die zwei nur wieder zusammen ins Töpfchen stecken. Deckel drauf. Bisschen warten. Genau. Adam,
Sag dem Herrn Müller Bescheid, er muss sich noch gleich ein wenig gedulden. Guck, dass du ihn noch ein bisschen bei Laune hältst, aber bald sind wir soweit. Wieder ein halbes Jahr später. Die Babys sollten geschlüpft sein. Schauen wir mal rein. Ui, das sieht gut aus. Da kommt mir schon einer entgegen, der mich jetzt nicht gerade völlig umhaut, aber es ist ein normaler, der in dem Fall hetero für Piebald sein müsste, ne? Weil ja ein Elterntier ja Piebald war. Dann haben wir hier einen Piebald. Leider noch kein Pinstripe drin zu sehen. Dann haben wir einen Pinstripe, der in dem Fall dann auch wieder hetero für Piebald ist, weil ja wie gesagt, ein Elterntier Piebald war. Deswegen hat er auch das Piebald-Gen mitbekommen, aber es ist bis jetzt nur ein Pinstripe. Ja, jetzt kommt's. Hier unser Ziel, einen Pinstripe Piebald, das was man erreichen wollte. Runde 4 Jahre später sind wir endlich soweit. Adam, sag bitte dem Herrn Müller Bescheid, den Pinpipe, den er vor kurzem bestellt hat, ist jetzt endlich lieferbar. Von unserem ersten Gelege hat man jetzt ja noch 4 Tiere übrig. Von diesen Pinstripe Het Piebalds hat man ja den einen genommen, um unseren Pinpipe zu basteln. Und dann hat man noch hier 2 normale, die hetero für Pied waren. Jetzt fangen wir mal mit den normalen Het Pieds an. Da würde ich vorschlagen, machen wir jetzt einfach mal hetero mit hetero und gucken, was wir da Schönes rauskriegen. Haben wir wieder einige Zeit hinter uns gebracht. Schauen wir mal, was aus unserer Het Pied mit Het Pied Verpaarung rauskam. Ich kann schon mal verraten, es ist nicht sehr viel Weiß im Topf, aber jetzt schauen wir mal. Da haben wir einen normalen. Da haben wir nochmal einen normalen. Noch einen normalen. Noch einen normalen. Aber jetzt kommt ein Piebald, haben wir rausgekriegt. Ja, nach dem Mendelschen Gesetz hätten wir jetzt 25% Piebald kriegen müssen. In dem Fall hatten wir jetzt 5 Eier. 25% von 5 Eier geht nicht. Wir haben einen Piebald rausgekriegt, 4 normal gefärbte. Die normal gefärbten, da spricht man dann von Possible Het für Pied, weil die Eltern, wie gesagt, war ja hetero mit hetero. Dann kann man sich nicht sicher sein, dass das Piebald-Gen vererbt wurde. Deswegen sagt man in dem Fall Possible Het Pied. Und Het mit Het gibt 66% Possible Het Pied. Dass wir nur einen Piebald rausgekriegt haben, war dieses Jahr gleich ein wenig Pech. Vielleicht haben wir nächstes Jahr Glück, da können bei 5 Eier zum Beispiel 2 Piebald und 3 normale rauskommen. Dann hat man noch unsere Pinstripe Het Piebald übrig. Eigentlich könnte man mit dem Het Piebald noch was Schönes machen, aber ich will irgendwie was ganz in eine andere Richtung gehen. Dazu habe ich den Mojave hier geholt. Mit Pinstripe und Mojave kann man eine tolle Morph machen, die nennt sich Jigsaw. Und das probieren wir jetzt zu kreieren. Wieder ins Töpfchen mit den beiden. Deckel drauf und die Wartephase geht wieder los. Und jetzt wird es wieder spannend. Wir machen das Deckelchen auf, gucken, was wir drin haben. Fangen wir wieder klein an. Wir hatten einen Pinstripe und haben wieder einen Pinstripe. Dann hatten wir einen Mojave und bekommen wieder einen Mojave. Dann wird es ganz enttäuschend. Wir hatten 2 Morphen, 2 Dominante bzw. Kodominante, kriegen aber auch ganz normale raus unter Umständen. Ja, und jetzt kommt das, was wir haben wollten. Das ist dieser Mojave Pinstripe, der unter dem Namen Jigsaw geläufig ist. Das war das Ziel unserer Zucht und ein Viertel von dem Ergebnis kommt solcher Jigsaw raus. Das Coole an der ganzen Geschichte jetzt ist, dass wir ja ein Pinstripe hetero für Piebald hatten. Das heißt, unsere ganze Gruppe Babys, die wir hier haben, ist Possible Het Pied, in dem Fall 50% Possible Het Pied. Ein Elterntier war Het Pied, dann gibt die Babys, wären dann 50% Possible Het Pied. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass unser Jigsaw zum Beispiel Het Pied ist, also kann man jetzt ausprobieren, den mit Pied verpaaren,
Wenn man dann einen Jigsaw Piebald rausbekommen würde, wäre natürlich der Oberkracher meines Wissens, oder ich weiß gar nicht, ob es den bis jetzt überhaupt schon gibt. Also mit diesen Possible-Geschichten ist zum Teil auch wirklich interessant. Wichtig natürlich, dass man der Genetik vertrauen kann, dass ihr es entweder selber gezüchtet habt oder von jemandem bekommen habt, dem ihr auch wirklich vertraut. Übrigens haben wir die 1 Million Zugriffsmarke geknackt. Herzlichen Dank an euch. Das Ganze wollen wir mit einem kleinen Quiz belohnen. Da haben wir hier so schicke Memory Sticks machen lassen mit Reptil TV bzw. Check My Balls drauf. Da wollen wir 50 Stück verlosen, und zwar haben wir uns überlegt, denkt euch 2 Morphen aus, also ihr könnt frei wählen, ihr könnt frei einkaufen sozusagen. Schreibt uns, was ihr als Hammermorph sehen würdet. Ja? Wenn ihr was mit was verpaart, schreibt ein bisschen dazu, was ihr denkt, was dabei rauskommt, wie das ungefähr aussieht. Also vielleicht irgendwas völlig Neues oder so. Schreibt uns das, wir werden die 50 kreativsten, tollsten Beiträge aussuchen und werden euch dann so als Belohnung so einen Stick zuschicken. Einsendeschluss für das Ganze ist der 30. November. Ihr solltet bitte eine deutsche Empfängeradresse haben und ihr könnt das Ganze posten auf Facebook, Twitter oder YouTube. Also dann, bleibt uns treu und check my balls. Schauen wir mal, was wir da haben. Jetzt fangen wir mal klein an. Und die können jetzt hier rein. Deckel haben wir leider keinen. Ups. Dann hat man noch unsere... Habe ich zu kurze Pause gelassen, ja? Posten könnt ihr es auf Facebook, Twitter, YouTube. Weißt du was? Das muss ich jetzt einfach nur auf den